Wenn man aus einem Set 3 Versionen bauen kann, dann muss ich euch wohl auch alle vorstellen, oder? Willkommen in der Nortenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, der HIMARS M142 Raketenwerfer ist ja gerade in aller Munde. Dachte sich auch Kobi und hat dieses Set auf den Markt gebracht mit der Nummer 2626, eben mit den HIMARS M142. Hier aktueller denn je in 3 Varianten, die amerikanische, die polnische und die ukrainische. Wir schauen uns alle genau an. Ich werde für euch alle Versionen bauen, heißt, wir können sie alle 3 vergleichen. Ich hoffe, euch auch bei der Faktenzeit die ein oder andere Frage zum HIMARS Raketensystem beantworten zu können. Aber zuerst lade ich euch ein, hier auf meinen Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons aus der Armed Forces Serie im Maßstab 1:35 genauer an. Ja, Freunde, da liegt es auf meinem Bautisch, das HIMARS-System M142, das Kubi-Set 2626 aus der Armed Forces Serie in Lizenz von Lockheed Martin in 1:35, 604 coole Kubi-Steine, so Gott will, und eine Minifigur. Wir sehen schon gleich, wir haben hier ein mehrfach bedrucktes Typenschild, ein Slope, und wir können das Fahrzeug in 3 verschiedenen Varianten bauen, was ich für euch hier ja auch machen werde. Schauen wir uns die Rückseite einmal an, während hier die Sonne auf oder untergeht. Da haben wir das Fahrzeug einmal schön dreckig auf einem Proving Ground oder auch im Einsatz, je nachdem. Wir sehen, das Fahrzeug wird 20,5 cm lang und 8 cm hoch mit eingefahrenen Werfer. Ich denke mal, wenn der Werfer in dieser Wurfstellung ist, dann ist das Fahrzeug etwas höher. Wir sehen hier die 3 verschiedenen Varianten und wir sehen hier unseren Artilleryman. Fakten bekommt ihr gleich. Und ja, ich würde sagen, wir feuern jetzt mal eine Salve aus unseren Werfer und schauen, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, da ist der Inhalt des Kartons bei mir auf dem Bautisch eingeschlagen. Wir haben natürlich hier eine DIN A4 Anleitung, die klammergebunden ist und in Hochglanz gedruckt wurde. Wir haben 2 Bauabschnittstüten, die 1 und die 2 mit vielen kleinen Untertüten, und natürlich dominiert hier das Oliv und Grau-Schwarz. Wir packen das mal an die Seite, sehen aber hier schon ein bisschen die bedruckten Steinchen, die Kobi ja Pet Printed liefert, also im Siebdruck-Stempel-Tampon-Verfahren, ihr wisst, was ich meine. Und bei Kobi ist halt immer so eine Sache, dass sie die Steine für das Drucken sogar zusammenbauen. Dann weicht das immer so ein bisschen ab von der Bauanleitung, weil wir hier meistens dann ein paar Bauschritte schon zusammengepackt haben. Finde ich cool, geht aber an die Seite, denn ich möchte ja für alle Neuen oder für alle, die Kobi noch nicht kennen, kurz auf die Anleitung eingehen. Erstmal sehen wir hier, dass das Set ab 9 Jahren altersempfohlen ist. Schauen wir uns die erste Seite an. Da sehen wir fangen mit der Bautüte 1 an zu bauen, reißen die auf, sortieren nach Farben, Formen, wie ihr das möchtet, Häufchen, Schälchen, ganz nach eurem Gusto, und dann klemmen wir los mit dem ersten Bauschritt. Ihr seht, wir haben keine Seitenzahlen, weil Kobi hier nach Baustep sich durcharbeitet. In diesen Rechtecken, wie bei anderen Klemmbauherstellern, sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Hier im ersten Baustep also 4 an der Zahl, und der aktuelle Bauschritt ist immer farblich und der davorherige ist immer ausgegraut in so ein Blau-Grau. Pfeile weisen uns den Weg, was wir machen müssen. Hier zum Beispiel, dass wir drehen müssen. Wir schauen uns dann nochmal an, wir haben hier so Anlegehilfen, und auf der ersten Seite habt ihr vielleicht nochmal gesehen, eine Legende, welche Slopes, welche Brackets wir brauchen. Hier wird schon mit einem Fragezeichen darauf hingewiesen, bitte darauf achten, welchen bedruckten Stein ihr hier nimmt, mit welcher Version ihr hier bauen wollt. Wie gesagt, ich werde für euch alle 3 bauen, und fertig sind wir dann, wenn wir zwischendurch auf Seite 89 mit der Tüte 2 anfangen, mit dem Baustep 150, wenn wir unseren Werfer fertig haben und in Wurfposition sogar stellen.
Auf den folgenden Seiten sehen wir dann immer, welche Steine wir haben. Das ist auch ganz gut so, weil so kann man kontrollieren, ob Steine fehlen. Und wenn sie fehlen, können wir es gleich hier unten auf dieser Webseite auf der URL dann monieren. Wir haben eine Zusammenbauhilfe für die Figur und immer etwas Werbung, finde ich ganz cool. Ihr könnt ja mal oben hier auf dem i gucken, auf meiner Kobi-Playlist, ob ihr vielleicht das ein oder andere Fahrzeug hier von den letzten Seiten der Werbung findet. Ich kann euch sagen, einige habe ich schon euch vorgestellt. Und auch die ich hier noch nicht vorgestellt habe, werden irgendwann in dieser Playlist landen. Ja, Freunde, aber ich lande jetzt erstmal etwas in eurem Kopf hoffentlich, nämlich mit ein paar Fakten. Ich freue mich aufs Klemmen und euch viel Spaß. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Vorbild dieses Kobi-Sets 2626. Das High Mobility Artillery Rocket Systems, kurz HIMARS, ist ein hochmodernes Artilleriesystem, das von der US-Armee verwendet wird und sich durch seine Mobilität und Präzision auszeichnet. Es wurde ursprünglich von der Firma Lockheed Martin entwickelt und seit 1998 im Dienst gestellt. HIMARS ist eine leichtere, agilere Variante des M270 Multiple Launch Rocket Systems, kurz MLRS, und kann eine Vielzahl von Raketen und Lenkflugkörpern verschießen, darunter die GMLRS-Raketen und die bekannten ATACMS Marschflugkörper. HIMARS trägt 6 Raketen oder einen ATACMS Marschflugkörper und kann innerhalb weniger Minuten feuern. Das System ist auf einem mittelschweren LKW-Fahrgestell montiert, was ihm ermöglicht, schnell verlegt zu werden. Eine wesentliche Anforderung auf den modernen Schlachtfeld. Das ursprüngliche System war auf einem ungepanzerten LKW montiert. Diese Version wurde von einem 290 PS starken Caterpillar Dieselmotor angetrieben und war 5,4 Meter lang, 2,16 Meter breit und 2,25 Meter hoch. Das Gewicht lag bei ca. 11 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße betrug 85 km/h und die Reichweite auch auf Straße 480 Kilometer. Bei späteren Produktionsserien wurde das System auf einen gepanzerten LKW vom Typ Oshkosh M1140 umgerüstet. Das System nutzt GPS und Inertialnavigation, um Ziele mit hoher Genauigkeit zu treffen. Mit einer Treffsicherheit von weniger als 2 Metern Abweichung am Ziel. Die Reichweite von HIMARS hängt von verwendeten Munitionstyp ab. Die GMLRS oder GMLRS Raketen erreichen Ziele in bis zu 70 Kilometern Entfernung, während die erweiterten Varianten eine Reichweite von über 150 Kilometern haben. Der ATACMS Marschflugkörper, der auch vom HIMARS-System abgefeuert werden kann, hat sogar eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und darüber hinaus. HIMARS wird nicht nur von den Streitkräften der Vereinigten Staaten genutzt, sondern auch von einer Reihe anderer Länder. Zu den internationalen Nutzern gehören Länder wie Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Rumänien, die Ukraine und Polen. Jüngste Bestellungen wurden von Ländern wie Australien und Großbritannien getätigt, was die globale Reichweite und das Vertrauen in dieses Artilleriesystem verdeutlicht. Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete 2022 von einem Stückpreis je Einheit von 5 Millionen US-Dollar. Das HIMARS-System hat seit seiner Einführung an zahlreichen militärischen Konflikten teilgenommen. Es wurde erstmals im Irak und in Afghanistan eingesetzt, wo es für seine Fähigkeit gelobt wurde, präzise Schläge aus der Distanz zu führen, was die Risiken für die eigenen Truppen minimiert. Das System hat sich als besonders wertvoll in asymmetrischen Kriegsszenarien erwiesen, wo die Mobilität und schnelle Einsatzbereitschaft entscheidend sind. Angesichts der steigenden globalen Nachfrage verbessert Lockheed Martin kontinuierlich die Fähigkeiten von HIMARS. Aktuelle Upgrades beinhalten verbesserte Elektronik, Kommunikationssysteme und die Integration neuer Munitionsarten. Darüber hinaus wird an der Erweiterung der Reichweite der Raketen gearbeitet, um die Schlagkraft und Flexibilität des Systems weiter zu erhöhen. Insgesamt stellt HIMARS ein Schlüsselelement der modernen Artillerie dar, das durch seine Vielseitigkeit, Präzision und schnellere Verlegbarkeit in eine Vielzahl von militärischen Szenarien effektiv eingesetzt werden kann. HIMARS-Systeme sind durch gängige amerikanische und europäische Transportmaschinen luftverladbar.
Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zum HIMARS-Werfer. Schauen wir uns jetzt aber mal das Kobi-Set 2626 an und schauen, wie die Umsetzung hier aus Klemmbausteinen gelungen ist. Freunde, viel Spaß beim eigentlichen Klemmbaustein-Review. Nach 2 Stunden Bauzeit je System stehen sie da auf meinem Bautisch. Die HIMARS M142, das Kobi-Set 2626 aus der Armed Forces in Lizenz von Lockheed Martin. Wie gesagt, 2 Stunden pro Fahrzeug. Der Bau ist, was das Werfergerät angeht, hier hinten relativ kleinteilig, ein bisschen fuckelig. Da muss man aufpassen. Schaut gerne noch einmal euch den Speedbild an. Auch wenn man zum Beispiel die Raketen, die Munition austauschen will, was zeige ich euch gleich noch, kann es sein, dass das ein oder andere Steinchen abgeht, einfach weil da die Bauweise ein bisschen fragil ist. Also zum Abnehmen. Sonst zeige ich euch gleich, dass der Wurfrahmen relativ gut hält. Trotzdem hat mir der Bau sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ihr könnt hier schon auf den ersten Blick groß unterscheiden, welche 3 Fahrzeuge ich hier wie wo stehen habe. Ich habe es nämlich genau andersrum wie auf dem Karton. Ich habe hier die ukrainische Version, erkennen wir an der Flagge hier an der Seite am Kasten. Wir haben die polnische Version mit dem EU-Kennzeichen und diesen typischen orangenen Kreis mit schwarzem Dreieck. Haben wir ja auch beim polnischen Abrams zum Beispiel. Und wir haben hier die amerikanische Version hier mit diesen Plates, Stencil bedruckt. Haben wir auf der Rückseite auch noch, zeige ich euch gleich. Wir haben natürlich dementsprechend auch pro Fahrzeug Steine über, wobei wir hier extra Drucke haben, sowie ab und zu die Steine auch einfach nur umdrehen. Zum Beispiel das Kennzeichen hier vorne, die Plate, wird einfach bei der ukrainischen und amerikanischen Version einfach umgedreht. Sowie der 2x4er Brick hier ist auch bei den beiden Fahrzeugen einfach umgedreht. Auf der Rückseite, das zeige ich euch jetzt, haben wir dann aber zum Beispiel bei der ukrainischen Version hier eine ganz normale olivgrüne Teil. Bei der polnischen Version haben wir das Teil auch alleine, haben aber dafür hier noch einmal das orangefarbene Dreieck. Und hier unten dann das Extrateil, das bedruckte, auch wieder ein europäisches EU-Kennzeichen. Und bei den Amerikanern haben wir dann auch hier hinten wieder die Einheitenbezeichnung hier im Stencil-Druck. Also das sind so grob die Unterschiede. Ich zeige euch gleich die Fahrzeuge noch in groß. Die Anleitung, wie gesagt, das Fahrzeug hat Spaß gemacht zu bauen. Die Anleitung liest sich auch gut. Es wird halt bloß ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, frickelig beim Bauen. Hier hinten zum Beispiel diese Klammer, die von oben ein bisschen aussieht wie eine plattgedrückte Drohne, die den Wurfrahmen zusammenhält. Da muss man ein bisschen arretieren. Das kann man nicht so ganz so zusammendrücken, wie es hier ist, zeige ich euch aber gleich. Also generell der Wurfrahmen, der Bau hat nicht so Spaß gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er im Verhältnis, weil das hier ist Tüte 1, das hier ist Tüte 2 dann, obwohl es auf den ersten Blick weniger Steine waren, länger gedauert hat. Deswegen 9+, gerne dann aber nochmal mit einem Erwachsenen, der drüber schaut oder hilft. Gucken wir uns mal aber einen Erwachsenen an, der hier beigelegt ist, nämlich unsere Minifigur in diesen typischen, ja, wie soll ich sagen, Flecktarn, den wir aus der Ukraine kennen. Ich mache mal hier ein bisschen Licht an. Tack, tack, tack. Jetzt wackelt es ein bisschen, aber dann können wir dieses Figürchen noch besser sehen. Auch hier, tack, 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 tack. So, etwas mehr Licht und da sehen wir auch gleich die Bauchmuskeln, wie sie sich im Lichte spiegeln. Ich möchte euch nämlich etwas zeigen. Wir haben nämlich hier links oben Kobi bedruckt über den Taschen und rechts HIMARS auf diesen, ja, modernen, Tarn anmutenden Oberjäckchen mit grünem T-Shirt drunter. Also es geht so ein bisschen in diesen Pixeltarn der, ja, Ukraine, Polen und auch die amerikanischen Streitkräfte haben ja ähnliche Uniformen. Wir haben diese braunen modernen Schuhe, wir haben Sonnenbrillen, einen Herr, der lächelt und hier so einen Helm mit Headset. Eigentlich ein ganz altes System bei Kobi, das haben wir schon bei den ganz alten Armed Forces und Small Army Serien auch. Die Ärmel sind bedruckt und hier die Rückseite der Jacke auch und wir haben hier sogar da auch eine schwarze Umrandung. Also es lässt so ein bisschen vermuten, dass es sich abhebt und der Herr vielleicht darunter noch eine schusssichere Weste hat oder ähnliches. Auf jeden Fall eine relativ coole Figur, die halt eigentlich zu allem passt, wenn hier nicht Kobi und HIMARS draufstehen würde. Habe ich natürlich jetzt hier 3-mal, weil ja hier ich bei jedem Fahrzeug ein paar Steine über habe und da ist auch hier diese lange Teil, die ich meine, die halt nicht bedruckt ist, während man dann bei der polnischen Version
dann die bedruckte baut. Also man hat überall ein bisschen Steine über, je nach Version. Was ihr vielleicht auch gesehen habt, was dabei ist, ist hier unser typischer Slope. Den finde ich ziemlich cool, weil der sehr viel bedruckt ist und auch mal mehrfarbig, denn wir haben ja hier blau Lockheed Martin drauf stehen. Unseren 1x4er Slope M142 HIMARS und der Maßstab 1:35. Ja, ich habe 3 Werfersysteme bestellt, habe sie auch bekommen. Ich wollte sie euch halt zeigen in der unterschiedlichen Bauweise. Ich hoffe, dass da keiner durcheinander gekommen ist, denn ich habe ja in der Presse gehört, dass 3 Werfersysteme von Deutschland bestellt wurden. Das waren hoffentlich nicht meine. Kleiner Spaß am Rande. Ich zeige euch jetzt das Fahrzeug am besten mal einfach, weil es am meisten bedruckt ist, irgendwie gefühlt, die polnische Version. Wir haben hier Drucke, und das ist vielleicht das größte Manko an unseren Oshkosh LKW hier vorne, denn wir haben keine Scheiben. Durch die Steine, je nachdem wie man sie druckt oder drückt, der Anpressdruck, haben wir natürlich dadurch immer so einen kleinen Versatz. Wir kennen das bei Kobi, tolle Drucke, aber ja, manchmal ist dann doch im Nu oder im Müh-Bereich oder im Atombereich, ich weiß es nicht, hier immer so ein bisschen ein Unterschied, wenn man es drückt, und dementsprechend sieht es aus, als hätte dieses Fenster hier so eine kleine Kante. Sonst sind die Drucke sehr gut, auch die Türen hier schön angedeutet, auch hier hinten die Wartungsklappen am Wurfrahmen, hier unten dann das polnische EU-Kennzeichen, was ich ziemlich lustig finde, hier da mit unseren Sternen UG 12922. Dann haben wir hier den Grill des Fahrzeugs, oder das Grill heißt es ja, glaube ich, sogar, und auch dieses typische orangene Kreischen mit dem Dreieck und oben hier ja Fahrbeleuchtung sowie diese Rückspiegel, die wir auch kennen bei Kobi schon sehr, 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 sehr lange. Also als Teil. Dann hier die berückte Tür und auch hier wieder die angedeuteten Wartungsklappen sowie hinten wieder das EU-Kennzeichen und das Dreieck. Jetzt zeige ich euch doch nochmal alle ganz kurz in der Nähe oder von der Nähe, auch bei den amerikanischen Werfer hier die Klappen, die Fenster und Türen, dann hier dieser Stencil-Druck mit der Schablone so und auf der Rückseite dann hier das gleiche, sowie hier oben die bedruckten orangen Leuchten, und bei der ukrainischen Version haben wir dann ja hier die Flagge, und sonst ist das Fahrzeug, was Drucke angeht, sehr neutral gehalten. Schauen wir uns den Wurfrahmen einmal an, der, ich stelle es mir dazu ab, ja, sehr schwer ist und deswegen etwas runterfällt. Man kann ihn sehr steil stellen, dann hält der Wurfrahmen, das war auch bei allen 3 Fahrzeugen so. Aber Kobi empfiehlt hier mit diesem Hebel, den man so baut und hochheben kann, den Wurfrahmen zu arretieren, in eine ja, neutralere, bessere, realistische Version dann festzustellen. So schaut er aus. Was ich cool finde generell bei den Fahrzeugen ist noch ein bisschen, dass wir hier farbliche Akzente gesetzt haben, sowie ja auch hier die Scheinwerfer. Das gefällt mir ganz gut. Und dass wir auch sehr gut den Wurfrahmen hier drehen können. Das hier oben meine ich, dass wir hier immer so ein bisschen spielen müssen, damit dieser Rahmen überhaupt hält. So ein bisschen, also diese Abdeckung, weil wir darunter ja unsere Rohre haben. Und selbst wenn wir es richtig zusammendrücken, in der Anleitung sind diese ganzen C-Clamps und Tubes auf dieser Platte hier oben zusammengedrückt. Das geht aber nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe alles ordentlich zusammengedrückt. Man muss immer da so ein bisschen spielen. Wenn man es nicht richtig zusammendrückt, dann gehen diese 1x1er mit dem Stab nicht raus aus der Verankerung. Wie gesagt, es hat nicht so richtig Spaß gemacht, diesen Wurfrahmen zu bauen. Ich nehme jetzt mal ganz kurz die Rohre raus. Da muss ich hierfür das Teil abbauen und wahrscheinlich fällt es mir auseinander, denn Kubisteine sind ja sehr gut. Nein, hat jetzt gehalten, aber jetzt seht ihr nochmal, was ich meine. Man muss immer hier so ein bisschen spielen lassen, damit es dann hier so auch genau drauf passt. Hier sind dann unsere Raketen, unsere Wurfmunition. Wer will, kann das modifizieren, kann das rausnehmen und baut sich vielleicht einen großen Flugkörper rein, und dann haben wir halt Attackams, kennen wir ja auch. Wer viele Rohre braucht, weil er irgendwas darstellen will, weil er vielleicht andere Raketenwerfer bauen möchte, mocken möchte, wie auch immer, der ist vielleicht von diesem Fahrzeug ganz angetan, weil man halt viele dieser Tubes hier hat. Aber so, ja, ich denke mal, am Markt zwischen 35 bis 46 Euro kostet die Version hier oder die Fahrzeuge. Ob das einem wert ist, dann auszuschlachten, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, 3 geholt, weil ich euch diese 3 Varianten zeigen wollte. Aber wenn ich überlege, 3 Fahrzeuge, die alle bei Kobi originär 45 Euro kosten,
im Maßstab 1:35, da hätte ich mir auch ein Großkampfschiff kaufen können. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was ich meine. Hier mit diesen, so halt andersrum, so. Muss halt passen. Und ihr seht, da geht es auch schon etwas lose. Das ist ein bisschen, ja, Frickelarbeit. Das mag ich nicht. Und ihr seht, obwohl ich hier ein Gap habe, ist der Stein ein bisschen lose gegangen. Muss man mit dem Fingernagel immer so ein bisschen drücken. Passt aber. So, jetzt zeige ich es euch noch einmal so. Drehend von der Seite so. Auch ganz cool hier dieser Hebel. Und auch von unten richtig cool, weil wir sehen wieder, wir haben typisch Kobi ungerade Bauweise. Das gefällt mir. Und auch die Felgen und die Räder sind gut. Also typisch Kobi. Tolle Steine. Schmiere haben wir immer bei Kobi. Drucke sind hier so ein bisschen das, ja, schade. Ich hätte es gerne anders gelöst gesehen. Und der Preis bei Fahrzeugen 1:35, naja, ist die alte Geschichte. Was ihr auch als alte Geschichte bezeichnen könnt, ist nämlich das, was jetzt kommt. Ihr bekommt bei mir jetzt nochmal Detailbilder von allen 3 Fahrzeugen. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen und immer an dieser Stelle bei Videos seit neuestem auf meinem Kanal bekommt ihr Detailansichten aller 3 Fahrzeuge in 360 Grad Bewegtbildform. Kleiner Nachtrag noch zum HIMARS-System. Die Bundeswehr entwickelt mit Rheinmetall und Lockheed Martin ein eigenes HIMARS-System, das also dann an die Bundeswehrkonfigurationen angepasst wird. Ähnlich war das zum Beispiel auch schon bei dem MLRS, also beim MLARS-System, den M270, so heißt er bei der US Army. Viele dieser Fahrzeuge, die bei uns Mars 2 heißen, sind zum Beispiel ja auch in die Ukraine gegangen, kennen wir in Deutschland als Fahrzeug bei der Bundeswehr ebenfalls ein System, das halt angepasst wurde. Wahrscheinlich wird hier ein deutscher LKW genutzt, der angepasst wird, oder ein europäischer, und dann das bekannte HIMARS-System aufgepackt. Also kein Oshkosh-LKW, sondern eine europäische Version. Das ist das, wie es im Moment bei der Bundeswehr geplant ist. Euch jetzt noch viel Spaß bei meinen letzten Worten. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als das an einem Sonntag schon der Montag folgt. Also irgendwie hat der Sonntag gefühlt ja nur 12 Stunden. Egal, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich habe versucht, es euch kurzweilig zu gestalten, weil ich ja bei dieser 3-in-1-Version mal wirklich hier 3 Sets mir besorgt habe. Ihr selber könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Version ihr euch hier am meisten gewünscht habt, welche euch am besten gefällt. Ihr könnt ja auch mal raten, welches meine liebste Version ist. Wer meinen Kanal kennt, wird aber wahrscheinlich erraten haben, welche Version ich hiervon am besten finde. Ich muss auch sagen, ich hoffe, dass Kobi nicht hier irgendwann eine 1:6 Version rausbringt, denn das geht schon ganz schön ins Geld. Wenn ihr mich da unterstützen möchtet, ohne dass ihr jetzt hier wirklich monetär eingreift, schaut euch gerne das Video zu Ende an, dann habe ich was von den Werbeeinnahmen. Teilt gerne das Video, oder wenn ihr etwas kaufen wollt, schaut in meine Links unter der Videobeschreibung bzw. in der Videobeschreibung. Da gibt es ja den einen oder anderen Affiliate oder Reflink. Wenn ihr da den benutzt, habt ihr keinen Mehraufwand, keine Mehrkosten, aber ihr unterstützt meinen Kanal mit einem Kickback, damit ich sowas öfter machen kann. Hier war es mir sowieso ein Anliegen, und wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, hier oben auf der Playlist auf Kobi, meiner Kobi-Playlist auf dem i, ich habe ja schon das Sturmgeschütz auch euch gezeigt als Flammenpanzer-Version und als normale Version. Ich finde immer ganz gut, so könnt ihr euch dann besser einen Eindruck machen, wenn man es wirklich physikalisch hier stehen hat, als wenn ich die Version dann 3-mal umbaue. Geht ins Geld, aber hey, ich sammle Kobi. Freunde, lasst mir einen Kommentar da, generell Daumen hoch, Daumen runter, ihr würdet mich freuen. Teilt dieses Video, das ist ja vielleicht das Wichtigste. Lasst uns da Kobi-mäßig noch mehr wachsen. Und ich wünsche euch jetzt eine friedvolle Zeit. Habt noch einen schönen Tag, wann immer ihr dieses Video guckt. Für mich ist Sonntag. Ich freue mich auf Montag, denn da darf ich wieder arbeiten. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.